hier soll es mysteriöse, riesengroße Fische geben. Was mir hier auffällt, ist, dass dieses Schilf so abgefressen aussieht. Ich glaube, wir werden angegriffen. Dort ist was. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir starten heute sehr positiv in den Tag. Hauptsache los, Hauptsache fort, Hauptsache raus, ein neuer Ort, Hauptsache weg, einfach nur frei. Die Sonne ruft, wir sind dabei, Hauptsache weg. Wir haben heute ein richtig leckeres Müsli, weil wir heute ein bisschen schnell machen müssen. Jeder Campingplatz ist anders und es ist erstaunlich. Es gibt positive und negative Sachen. Hornissen haben wir noch nicht so viele gesichtet, doch eine ist mir über den Weg geflogen. Da haben wir die Verkehrsregeln aber beachtet, und zwar rechts vor links. Die Hornisse kam von rechts. Ich bin schön stehen geblieben und habe sie vorbeigelassen. Ansonsten, Wetter ist so schon sonnig. War heute früh recht kalt und auch die Nacht war sehr kalt. Also ich könnte mir absolut nicht mehr vorstellen, im Zelt zu schlafen. Die letzten Jahre, wo wir im Zelt geschlafen haben, war es nämlich relativ warm, außer in den Bergen. Und da haben wir dann schon tatsächlich Decken gebraucht. Ach ja, und heute früh habe ich schon eine Aufräumrunde hinter mir, oder? Ja, mal wieder. Aufräumchaos. Ich bin das Aufräumwiesel und da wir für die Schuleinführung ein bisschen Ordnung machen müssen und nach diesen ganzen Wochen Urlaub ist einiges wieder auf der Strecke geblieben. Immer schnell einpacken, schnell auspacken. Und deswegen habe ich heute mal ein bisschen sortiert. So. Wir starten heute positiv in den Tag und ich glaube, heute kann es nur besser werden, oder? Ich habe eigentlich vor, den See zu erkunden. Wir werden auf jeden Fall mal das Sub aufblasen und dann mal gucken. Denn hier soll es mysteriöse, riesengroße Fische geben. Mal gucken, ob wir da einen zu Gesicht bekommen. Marmorkarpfen heißen die. Marmorkarpfen heißen die. Das sollen riesen Oschis sein, die auch entsprechend wiegen. Und da bin ich mal gespannt, ob mich da vielleicht einer vom Sub kickt. Gerade an der Information gewesen, nochmal alles checken, ob die Bierbänke zur Verfügung stehen, nochmal Gästeänderungen, weil doch einige Gäste abgesagt haben oder einige Änderungen gab. Sehr schöner, höflicher Service und ja, also die machen alles möglich, auch gerade mit den Bierbänken. Und jetzt hat sie nochmal einen Hausmeister angerufen, dass ich mir die Bierbänke nochmal angucken kann. Und dann hat sie gemeint, ja, weil ich gesagt habe, wegen Abbauen, das wird schwierig, gibt es auch eine Spätabreise. Das haben wir nicht so beachtet, weil da einiges abzubauen ist, weil wir noch früh dann ein Geburtstagsfrühstück haben. Und dann hat sie gesagt, naja, die nächste Anreise ist 14 Uhr, dann sollen wir einfach in der Mittagspause klopfen, wenn wir fertig sind. Und das ist gar kein Problem. Also kann ich nur sagen, Top-Service, wirklich empathisch auch und bemüht sich wirklich sehr. Hier im Hintergrund ist übrigens so eine Wiese mit so Raufen. Finde ich auch sehr niedlich gemacht. Das ist so ein bisschen separat. Also hier könnte man auch mal so Picknick machen, wenn man gerade hier die Stellplätze dort hat. Und ihr hört es schon, die Maria, die baut wieder ihr Sofa auf. Machst du schön, Schatz. Ich weiß. So, und während die Maria ihr geliebtes Sofa aufbaut, habe ich jetzt hier drin schon die erste Reparatur zu machen. Und zwar, das ist von dem Scharnier hier das Gegenstück und das gehört normalerweise hier so rein. Und ihr seht schon, dass das eine wunderschöne Sollbruchstelle ist, aus Plastik. Irgendwann gibt das halt nach. Und jetzt haben wir das Problem, dass hier unten bei uns das untere Schubfach dadurch halt komplett abgefallen ist. Und der Schrank hält jetzt halt überhaupt nicht mehr, weil wir halt hier diese Nase haben. Und bei dieser Nase rastet das halt normalerweise ein. Hier oben wäre das normalerweise dran gewesen. So, und ich finde es schon witzig, diese Sollbruchstellen, weil dieser ganze Schrank besteht nur aus diesen Nasen. Wenn wir hier andere Schubfächer nehmen, da haben wir hier dasselbe in grün. Das Fach hat das hier unten und da hinten dieser Gewürzschrank hat die Nase auch. Und deswegen habe ich Folgendes gemacht. Ich bin in den Baumarkt gegangen. Die hatten natürlich keine passenden Teile dafür. Und da habe ich mir einfach so einen Kant, so eine Alukant geholt und einfach gekürzt. An der einen Seite halt angezeichnet, runtergefeilt, genau aufs Maß. Habe den Winkel da als Schablone benutzt für die Löcher.
Genau, und werde das jetzt einfach reinschrauben und hoffen, dass das wesentlich besser hält. Und falls es besser hält, dann mache ich das Ganze ja, noch 4-mal und werde die anderen direkt provisorisch auch gleich ersetzen. Weil auf so einen Plastikmist habe ich eigentlich keine Lust. Es hakt leicht. So, und ich habe mich jetzt gewundert, warum das jetzt nicht so richtig geht. Und die Spannfeder hier drin, die scheint nicht mehr so richtig zu funktionieren. Also ziehe ich jetzt die Schraube noch ein bisschen nach. Geht wieder. So, und dann haben wir wieder erfolgreich ein Problem gelöst. Klatsch ein. Ah, nicht ein. Die Finja ist gerade beim Basteln. Die haben sie richtig niedlich gemacht. Und vor allem, es waren nicht so viele Anmeldungen da, weil wir sind auch gestern erst angereist und die meisten sehen das wahrscheinlich auch nie. Dann sind sie nochmal rumgegangen. Und ich gehe jetzt nochmal zum Auto. In der Zeit, wo Margot dort bleibt. Und guck mal, ob wir unsere Couch noch finden und was wir alles noch im Auto gestern liegen lassen haben, weil wir haben das rausgefahren. Was ich nie so gut finde hier an dem Platz, muss ich echt sagen, ist, du hast hier Schranken. Du kannst in einer bestimmten Uhrzeit nachts nicht raus. Und ich lasse mein Auto, wir dürfen das Auto drinnen stehen lassen, aber ich lasse das Auto nicht drinnen stehen, weil wenn irgendwas mit den Kindern ist, du irgendwie ins Krankenhaus fahren musst oder irgendwie, ist es natürlich besser, wenn du das Auto erreichbar hast. Und das ist nicht ganz so toll. Ich glaube, das könnte man bestimmt noch mal ändern, dass jemand raus kann. Aber vielleicht ist es so einfach sicherheitsmäßig, dass nicht einfach jemand abfährt. Und beim Hausmeister war ich jetzt auch gerade. Der ist auch wirklich sehr, sehr nett, kann ich nur sagen. Sehr bemüht. Wir haben uns jetzt noch mal über die Hornissen unterhalten. Den Hornissen hat er gefunden und er hat dort irgendwie eine Hecke geschnitten. Und da ist ihm aufgefallen, dass dann auf ein paar Hornissen bei ihm rumgeflogen sind. Er hat gemeint, es ist bis jetzt noch nichts passiert. Also die sind eigentlich friedliche Gesellen, die fliegen nur mal ihre Runde, aber so viele sind gar nicht draußen. Ja, ich werde trotzdem das Essen nach drinnen verlagern. Also das bedeutet, dass wir den Essenstisch, den Buffettisch drinnen im Wohnwagen aufstellen, damit man einfach die Möglichkeit hat, es zuzumachen. Wer draußen sitzen möchte, kann draußen sitzen. Ansonsten werden wir das einfach so platzieren. Übrigens funktioniert an unserem Auto, falls da jemand eine Möglichkeit sieht, seit langem die Fernbedienung nicht mehr. Unsere Batterie ist ja unterm Sitz eingebaut und die war mal eine lange Zeit kaputt und irgendwie hat es dann diesen Schlüssel nicht mehr geladen. Jetzt kann ich nicht mehr auf und zu machen und wir müssen immer dieses Schloss betätigen, was echt nervig ist an diesem großen Auto, weil du erstmal die ganze Zeit rumrennen musst. So ein Schlüssel kostet aber auch einen Haufen Kohle, muss ich sagen. Also für so einen Automatikschlüssel 400 bis 500 Euro finde ich echt schwierig. Das Geld gebe ich jetzt nie einfach mal so aus. Da bin ich echt geizig. Aber vielleicht hat ja jemand mal eine andere Idee. Schreibt gerne in die Kommentare, was man da machen kann. Wir haben einen Ford Tourneo. Ja, ob das bei demjenigen auch schon mal passiert ist. Ja, so ein typisches Familienauto. Ich bin ja immer jeden Tag am Aufräumen. Also wer mich kennt, ich räume jeden Tag auf und lasse das nie einfach alles so liegen. Selbst während der Autofahrt bin ich am Aufräumen hinten. Aber es sieht dann doch immer sehr chaotisch aus. So, das nehmen wir mit. Ach, da haben wir noch einen Löffel gefunden vom Wohnwagen. Ich wundere mich, wo die ganzen Löffel hin sind. Ey. Oh, hier steht doch richtig viel drin. Soll ich Markus heißgeliebten Bollerwagen mitnehmen? Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal.
So, erzähl mal was. Sie mit. Kommen Sie mit. Was willst du jetzt machen? Die müssen wir erst befolgen. Ja, was hast du denn gemacht gestern aus Versehen? Ich habe den von da runtergeholt. Wen? Dann habe ich den wieder. Wen? Na, das Flugzeug. Oh, die ist weggeflogen da. Wo denn? Die ist gerade. Nein, das ist was anderes. Die ist noch hier drin. So, da haben wir jetzt einen Besen geholt. Ich habe ja schon mal in einem anderen Video gesagt, ich glaube, wo wir unser wir brauchen gar keinen Besen mehr. Der ist heute Nacht runtergeflogen. Sehr schön. Das hätte ich jetzt nämlich gerade gesagt. Der Besen ist ja der Retter für alles. Man muss immer einen Besen im Wohnwagen haben. So, entweder zum was runterholen oder wie so eine Hexe wegfliegen. Man kann für alles gebrauchen. Wow! Oh. Sag mal, jetzt hast du an meine Nase fliegen lassen. Hast du hier und das und noch so. Dreimal so. In den Baum rein. Nein, guck so. Darf ich auch mal? Ja. Wow, super! Das war aber ein Absturz. Na, guck mal, wie es funktioniert. Das war. So. Super. Ja, das stimmt. Ich hab's ja schon mal. Wir töten nichts. Egal, ob es uns umbringen will oder nee, wir töten nichts. Und jetzt habe ich hier einen kaiserlichen Kurzflügler gefangen im Vorzelt. Ja, ich habe es ja schon mal erwähnt in einem anderen Video, was ich ja eigentlich erzählen wollte. Das ist so ein Insektenfänger. Der ist richtig gut. Du kannst das Grüne hier praktisch aufschieben und kannst dann das Insekt einfangen und dann wieder zuschieben. Und kannst es dann einfach ganz normal draußen wieder in die Freiheit entlassen. Das habe ich übrigens in der Arbeit, das habe ich zu Hause, das habe ich überall, dieses Gerät. Das habe ich mir vor vielen Jahren mal angeschafft. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich wegen den Spinnen, weil du die immer nie wegmachen wolltest für uns. Aber ich will sie nie umbringen. Nee, ich ja auch nie, aber du willst halt auch nicht für uns wegmachen. Ja. Und deswegen muss ich das Ding immer nehmen und ja, so haben wir uns eben dafür entschieden, so einen Insektenfänger zu holen. Gibt es bei Amazon, kann ich im Link unten mal erwähnen. Und es macht übrigens auch Spaß für die Kinder. Du hast dann gleich noch mal so ein Fenster hier, dass du einfach schauen kannst, was das für ein Insekt ist. Er jagt Insektenlarven und Nacktschnecken und kann bei Bedrohung eine Wehrstellung einnehmen, indem er seine Mandibeln spreizt und Wehrdrüsen einsetzt. Aber das richtet sich gegen Angreifer wie andere Insekten, nicht gegen Menschen. Jetzt können wir uns den kaiserlichen Kurzflügler mal angucken. Ich auch mal. Hier, schau mal rein. Wir fahren jetzt mit 2% Akku, oh Gott, zu unserem Campingplatz zurück. Werden wir es schaffen? Vor allem, wir haben noch nicht einmal wie oldschool so eine Landkarte mit. Haben wir einfach nie. Jetzt gucke ich hier rum durch irgendein Dorf. Nee, vor allem, weil auch wieder, es ist so typisch für Sachsen, es ist eine kleine Straße gesperrt und somit muss man einen Umweg von 15 Minuten fahren. Das ist typisch Sachsen. Wie viele Minuten noch und wie viel Prozent Akku? 1%. 1% Akku? Ja. Und wie viele Minuten? 4. Guck vorher schon mal, wie der Weg ist. Nachher müssen wir es packen. Also da haben wir unsere beiden Handys auf 0% geschafft, oder? Weil wir wieder nicht ans Ladekabel gedacht haben. Aber da sieht man mal, wie aufgeschmissen man eigentlich ist, ohne Handy. Also, jetzt kannst du fahren. Oh. Dem Streckenverlauf 800 Meter folgen. Die Zunge Sind da, tralala. Wir haben es geschafft mit 1% Akku. Mit 0. Mit 0% Akku. Alle. Also ganz ehrlich, oder? Ja. Wer bist denn du? Wow, das reicht. Ganz ehrlich, wir holen uns so ein Ding. Wir holen uns so eine Luftpumpe. Das ist doch... Ich muss sagen, ich vertraue irgendwie dieser Anzeige nicht.
Das ist wirklich, also sie hat eine gewisse Toleranz. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch jedes Mal ein Akt und wegen einmal aufpumpen am Tag und wieder ablassen ist doch echt blöd. Ja, beim Reisecamping ist es wirklich blöd. Wenn du mal 3 Tage hier bist, 2 Tage dort, 2 Tage dort, dann macht ein Kompressor mehr Sinn. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr uns irgendeinen Kompressor empfehlen könnt. Irgendeinen Akkukompressor. Da würden wir uns super freuen, der vom Preis-Leistungs-Verhältnis her in Ordnung ist. Haut mal in die Kommentare, wenn ihr da einen guten kennt. Ihr seht hier im Hintergrund diesen wunderschönen See. Und wie ich es im letzten Video gemacht habe, Wanderungsvideos sind langweilig, nehme ich euch jetzt wieder mit auf eine Hyperlapse-Tour. Dann feuerfrei. Es ist an und für sich eine schöne Runde. Auf der hinteren Seite habt ihr gesehen, sieht man nie wirklich viel vom See, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich ein sehr schöner Weg. Kann ich nur empfehlen. Ja, wie lange habe ich jetzt gebraucht? 15 Minuten ungefähr. Kann man machen. So, Fenja. Du hast einen Kescher mit? Ja. Zeig. Wir müssen jetzt Fische fangen. ja, und nicht nur irgendwelche Fische, sondern es wurde gesagt, dass es hier Marmorkarpfen gibt. Marmorkarpfen sollen ja ungefähr 1 Meter bis 1,5 Meter lang sein. Haben eine sehr tolle Musterung. Ich bin mal gespannt, ob wir welche finden. Wir haben letztens Angler gefragt, die haben tatsächlich welche entdeckt, aber noch nicht gefangen. Ich bin mal gespannt. Aber eine habe ich gesehen, der da einen Fisch gegrillt hat und das war ein großer. Aha, okay. So, du hältst es schön rein. Aber ich glaube, der Marmorkarpfen passt dort gar nicht rein in dein Netz. Was macht man dann? Dann die anderen Fische fangen. Also ich muss mal sagen, an diesem See sind massig Gänse. Ja, die gehören hier hin, definitiv, die gehören in die Natur. Der See ist auch schön, aber hier ist überall Gänsekacke. Wirklich überall an jedem Ufer. Wir fahren jetzt gerade von Strand zu Strand. Der See ist ja nicht groß, da läufst du vielleicht 20 Minuten rum, aber überall Gänsekacke. Es macht auch also gar kein, du kannst dich mit dem Kind nirgendwo hinlegen oder krabbeln lassen oder also im Wasser siehst du das dann natürlich auch. Die Menschen, die verunreinigen auch unglaublich die Wiese und wenn es nur ein Bierdeckel ist oder ja, in Plastikpapier oder so, also die ganze Wiese oder Zigarettenstummel, das ist ja ganz wichtig. Zigarettenstummel ist sehr, also liegt überall rum. So, wir treiben jetzt gerade an die Ende. Oh Gott, sieht das ja aus, das kann ich dir gar nicht zeigen. Also eigentlich darf ich das gar nicht zeigen. Mal sehen, ob man das sieht. Hier überall diese Gänsefedern und Gänsekacke. Also eigentlich sind die Marmorkarpfen gar nicht mehr die Attraktion hier in dem See, sondern es sind wirklich diese vielen, vielen Gänse. Also, heftig. Ja, und die wandern von Ufer zu Ufer ringsrum um den See. Und ja, dann sind sie auch mal bei uns. Oh nein, jetzt greifen die uns an. Ja, wie gesagt, im Hintergrund die Enten. Die gehören natürlich in die Natur, aber für den See und auch für den Campingplatz ist es natürlich sehr schade, weil das auch bemängelt wird, dass eben einfach überall Entenkacke ist. Und so rein ist der See auch nicht, dass man hier so wohlig drin baden kann. Ist auf jeden Fall sehr lustig, dass die hier sich angesiedelt haben und um den ganzen See drumherum watscheln mit ihren Watschelfüßen. Ja, und hier oben sind die ganzen Segelflieger, die segeln die ganze Zeit
über den See ist auch sehr interessant, Aber auf der Stelle. weil in der Nähe so ein Segelsportverein ist. Was war dort? 4 Fische. Aber nicht die großen, oder? Also bisher haben wir noch keinen Marmorkarpfen entdeckt. Oder? Ich glaube, da muss man sehr zeitig früh raus, damit man die sieht. Ich glaube, wir werden angegriffen. Aber dort vorne ist irgendwas. Siehst du das? Mama, das sind die Marmorkarpfen. Mama. Ja, ich suche gerade die Marmorkarpfen. Wo? Ach, ist bloß ein Ast, oder? Also dort hinten liegt was. Ein So, was ist denn das für ein Fisch? Der hat so eine Schwanzflosse. So flatterig. Was ist denn das? Vor allem, was mir hier auffällt, ist, dass dieses Schilf so abgefressen aussieht. Das hat gar nicht mehr alle Blätter dran. Also wenn man jetzt mal hier so schaut, ich könnte mir echt vorstellen, dass dieses Schilf im Wasser hing und dass die Fische das abgefressen haben. Kann das sein? Also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Es gibt bestimmt Angler unter euch, die sich damit auskennen. Also hier sind diese Schilfblätter und die sind definitiv abgefressen. Oder ist es durch das Wasser? Hui, ist alles abgefressen hier unten. Habe ich das Gefühl. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare. Würde mich echt wirklich jetzt mal interessieren. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, als wir lang gepaddelt sind. Das ist ja auch mal so gefährlich am Sappen, wenn du im See bist und du hast Angler an der Seite. Du siehst nur sehr schwer diese Kurteln oder diese Seile, diese dünnen Nylonseile. Und kurz davor siehst du das erst. Das freut natürlich die Angler überhaupt, die das so lang fährst. Deswegen fahren wir jetzt mal eine große Runde dort vorbei. Genau. Vorsicht, jetzt kommt jemand. Wartet mal kurz. Genau. dort. Hast du mich gesehen? Nee, aber die Gänse waren krass. Ach so. Die Gänse sind fast attraktiver als die Marmorkarpfen, aber wir haben viel erlebt. Das kannst du ja dann in den Videoaufnahmen dir anschauen. Unsere Abenteuer. Okay. So, jetzt bist du dran mit Marmorkarpfenfang. Ja. Ist auch schön trotzdem. Ne? Von Weitem sieht es schön aus. Also, wir sind jetzt auch nochmal auf der Suche hier auf dem See in Pirna nach einem Marmorkarpfen, ob wir den eventuell zu Gesicht bekommen. Das Ding ist aber auch, also selbst wenn ein Marmorkarpfen hier unter uns wäre, dort ist was. Wer weiß, was ich jetzt gefilmt habe. Also selbst wenn der Marmorkarpfen unter uns wäre, hier ist so eine schlechte Sicht im Wasser. Wir würden das nicht bemerken. Hauptsache